Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch ein sehr altes Plätzchenrezept aus dem Balkan, und zwar mache ich Stanglice. Das Rezept für diese Nussstangen hat mir im letzten Jahr die Zuschauerin Lima zugeschickt. Ein sehr ähnliches Rezept für Nussstangerl habe ich auch von der Zuschauerin Maria Kappes erhalten. Zwar habe ich es noch nicht geschafft, beide Rezepte zu verfilmen, aber da ich weiß, dass einige von euch schon lange auf diese Plätzchenrezepte warten, füge ich auf jeden Fall beide unten in die Videobeschreibung ein. Für die Nussstangen nehme ich 300 Gramm Walnusskerne. Die male ich hier mit meiner Küchenmaschine, ihr könnt die Walnüsse aber auch mit einer Nussreibe reiben. Die gemahlenen Walnüsse gebe ich schon mal in eine Schüssel und stelle sie kurz zur Seite. Als nächstes trenne ich 2 mittelgroße Eier. Die Eigelbe bewahre ich im Kühlschrank auf und benutze sie später für meine Vanillekipferl. Aus den Eiweißen stelle ich jetzt eine Baiser-Masse her, die ich sowohl für den Teig als auch zum Bestreichen der Nussstangen verwende. Dafür gebe ich die 2 Eiweiße in eine Rührschüssel, füge 220 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillinzucker und ein paar Esslöffel Zitronensaft hinzu und verrühre die Zutaten, bis eine dicke, cremige Masse entsteht. Da ich keinen Puderzucker zu Hause hatte, habe ich hier den Fehler gemacht, stattdessen Zucker zu nehmen. Das hat allerdings dazu geführt, dass ich die Baiser-Masse wirklich sehr lange rühren musste, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Für den Plätzchenteig mische ich jetzt die Hälfte der Baiser-Masse mit den gemahlenen Walnüssen. Je nachdem, wie groß eure Eiweiße sind und wie viel Feuchtigkeit die Walnüsse aufnehmen, braucht ihr eventuell noch etwas mehr Nüsse. Wenn ihr den Teig anfasst, sollte bis auf einen dünnen Film nichts mehr am Finger kleben bleiben. Zum Formen der Plätzchen bestreue ich die Arbeitsfläche mit etwas gemahlenen Walnüssen und rolle dann jeweils die Hälfte des Teiges zu einer etwa 3 bis 4 cm dicken länglichen Rolle. Ähnlich wie in meinem Zimtsternschnitten-Video drücke ich die Rolle nun mit den Händen flach, sodass eine etwa 1 cm dicke und 6 bis 7 cm breite Platte entsteht. Auf den Teig spritze ich nun mit Hilfe eines Spritzbeutels die inzwischen glatt gerührte Baiser-Masse auf. Ich trage das Baiser hier etwas dicker auf, das sieht dann später auf dem fertigen Plätzchen aus wie eine dicke Schicht Schnee.
Die Oberfläche streiche ich etwas glatt, das muss jetzt nicht perfekt sein und dann können die Kekse auch schon geschnitten werden. Am einfachsten funktioniert das Schneiden der Plätzchen, wenn ihr das Messer vor jedem Schnitt mit Wasser anfeuchtet und den Keks gleich nach dem Schnitt mit dem Messer zur Seite zieht. Hier seht ihr das Ganze nochmal aus der Nähe. Die Glasur könnt ihr jetzt entweder ein paar Stunden oder auch über Nacht antrocknen lassen oder aber die Kekse wie hier bei 80 Grad Umluft mehr trocknen als backen. Und zwar am besten auf Sicht, denn die Glasur kann schnell dunkel werden. Ich habe die Nussstangen etwa 50 Minuten gebacken, aber die genaue Backzeit hängt auch ganz von eurem Ofen ab. Die gebackenen Kekse lasse ich auf dem Backblech abkühlen, dadurch backen sie auch noch mal etwas nach. Und so sehen die fertigen Nussstangen aus. Dass sie durchgebacken sind, erkennt ihr daran, dass die Unterseite gleichmäßig gefärbt und die Glasur außenrum fest und trocken ist. Uns haben die Nussstangen wirklich unglaublich gut geschmeckt. Probiert das Rezept unbedingt mal aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr gute und vor allem gelingensichere Plätzchenrezepte sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Wenn euch meine Rezepte gefallen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!